In der Imkerei fällt immer auch Wachs an. Das meiste Wachs entsteht aus alten Waben. Die Imker müssen etwa alle 2 bis 3 Jahre die Waben aus den Stöcken herausnehmen. Das hat hygienische Gründe und betrifft auch die Gesundheit der Bienen. Das Wachs wird im Laufe der Zeit durch die Benutzung durch die Bienen dunkel und schwarz und es bilden sich Schmutzrückstände in den Waben. Die Waben werden dann herausgenommen und eingeschmolzen. Wachs schmilzt etwa bei 70 Grad. Um ein Waben einzuschmelzen, reicht schon ein solcher Sonnenwachsschmelzer. Er braucht keine Energie, ist also besonders umweltfreundlich. Allerdings ist er auch nicht sehr groß. Es passen nur 2 Waben hier hinein. Die Sonne schafft in dem Kasten eine solche Temperatur, dass das Wachs schmilzt und dann hier unten in diesen Blechkasten hineinfließt. Wenn der Bedarf größer wird, das heißt also, wenn sehr viele Waben anfallen, dann habe ich auch noch ein größeres Einschmelzgerät, das mit Dampf betrieben wird. Außerdem entsteht Wachs, wie wir gesehen haben, wenn die Honigwaben entdeckelt werden. Das ist dann eine solche Masse, die sehr locker liegt. Ursprünglich ist da natürlich klebt da noch Honig dran. Ich habe das inzwischen schon ein bisschen abgewaschen. Diese Masse wird dann hier in einen Topf getan und zusammen mit etwas Wasser erhitzt, bis das Ganze flüssig ist und dann über ein Sieb in einen Eimer gegossen. Dann können sich weitere Schmutzteile im Wasser nach unten absetzen und zurück bleibt dann ein sauberer Wachsblock, wie wir ihn hier zum Beispiel haben. Jetzt ein Block sind 2,5 Kilo. Wachs ist sehr begehrt, ist ein teures Produkt. In Deutschland wird nicht genug Wachs hergestellt, sodass Wachs auch eingeführt werden muss. Die Frage ist jetzt, was machen wir mit dem Wachs? Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist, dass ich aus dem Wachs selbst Kerzen herstelle. Dazu muss das Wachs allerdings sehr, sehr sauber sein. Es dürfen da möglichst keine, auch nicht feinste Bestandteile mehr drin sein. Eine gute Möglichkeit, das Wachs sauber zu bekommen, ist, wenn man das Wachs flüssig durch einen Nylonstrumpf siebt. Ist das Ganze dann erkaltet, sieht das also so dann aus. Kerzen. Um Kerzen herzustellen, gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Ich mache das am liebsten mit Silikonfarben, die ich gekauft habe. Man benötigt dann noch ein Docht. Das ist auch eine Wissenschaft wieder für sich. Je nachdem, wie groß der Durchmesser der Kerze sein soll, muss man
unterschiedliche Stärken von Dochten nehmen. Ich habe jetzt hier mal einen Docht, der muss auch in der richtigen Richtung eingefädelt werden. Das ist immer das untere Ende, welches dann auch nach oben, was dann nach oben kommt. Der Docht wird hier in die Form reingemacht und nach oben gezogen. Dann haben wir oben, jetzt haben wir Stäbchen, wo der Docht dann dran gebunden wird. Und dann muss die Form sehr gut abgedichtet werden. Wenn man solche Formen kauft, dann bekommt man Gummis dazu, um das zuzumachen. Die Gummis gehen aber sehr schnell kaputt. Und ich verwende dann diese Einpackbänder, mit denen ich das hier umwickle. So, in der Art. Naja. Das flüssige Wachs ist sehr, sehr feinflüssig. Durch den kleinsten Spalt kommt es durch, sodass man da sehr genau arbeiten muss. Und da habe ich jetzt halt verschiedene Formen. Zum Beispiel, das ist die größte. Und das ist eine kleinere. Ach, das ist eine Pyramide. Das ist so eine kleinere. Und das ist noch eine kleinere. Diese hier ist für 3 Christbaumkerzen. Und das sind meine schönsten. Hier sind lange, dünne Kerzen. Und die sind etwa 20 cm lang? Ja, ja. 20 cm hoch. Und das flüssige Wachs wird dann hier reingegossen. Wie kontrollierst du die Temperatur des Wachses beim Schmelzen? Nach Gefühl. Nach Gefühl. Also ich habe ein Kännchen, das stelle ich auf einen Spirituskocher drauf und da tue ich das Wachs rein. Das wird dann flüssig und dann kann ich es direkt mit dem Kännchen hier reingießen. Und hier habe ich 2, 3 fertige Kerzen zum Gucken. Warte mal. Das ist was anderes. Das sind zum Beispiel diese großen Kerzen. Die kann ich leider nicht hinstellen. Die haben hier noch eine schöne Riffelung. Ja. Oder das ist diese Pyramide. Sieht auch ganz schön aus. Und hier Osterei. So, die zweite Möglichkeit, das Wachs zu verwenden, ist, dass ich es verkaufe. Es gibt vereinzelt Geschäfte für Imkereibedarf und in der Regel nehmen die auch Wachs an und dann kann man solche Blöcke bringen, es wird gewogen und dann kostet 1 Kilo einen bestimmten Betrag. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Wachs wird ja viel gebraucht, zum Beispiel auch für medizinische Zwecke oder auch für die Kerzenherstellung. Und Wachs ist bisher synthetisch nicht
Also Bienenwachs ist bisher synthetisch nicht herstellbar. Eine dritte Möglichkeit für mich ist, dass ich in entsprechenden Geschäften auch mein Wachs abgebe und dann von dem Handwerksbetrieb die Garantie bekomme, dass die aus meinem Wachs solche Mittelwände machen. Diese Mittelwände benötige ich oder benötigt der Imker, wenn er eingeschmolzene Waben neu wieder ins Bienenvolk reinhängen will. Die Waben haben genau die Größe der Rähmchen, diese sogenannten Mittelwände haben genau die Größe der Rähmchen. Wenn es nicht genau passt, kann man es ja auch etwas zurechtschneiden. Und diese Mittelwände bewirken, dass die Bienen diese Rähmchen auch vollständig komplett ausbauen und keine Lücken lassen. Sonst könnten die Bienen das natürlich auch ohne diese Mittelwände. Der Vorteil, Mittelwände aus eigenem Wachs zu haben, besteht darin, dass man festgestellt hat, dass industriell hergestellte Mittelwände durchaus auch verfälscht sein können, namentlich wenn Wachs aus dem Ausland kommt, dann hat man festgestellt, dass da auch Stearin ins Wachs reingemischt worden ist, welches natürlich wesentlich billiger ist, sodass dadurch die Gewinne für das sogenannte Bienenwachs wesentlich höher sind. Es hat aber auch noch einen tiefer liegenden Sinn, eigenes Wachs zu verwenden. Man hat auch festgestellt, dass durch die Varroa-Bekämpfung mit Chemikalien im Laufe von Jahrzehnten chemische Rückstände auch ins Wachs gelangt sind. Das kann man vermeiden, wenn man sein eigenes Wachs nimmt und natürlich zur Varroa-Bekämpfung keine chemischen Mittel verwendet, sondern lediglich organische Mittel, wie das der Hobbyimker immer macht, nämlich die Verwendung von Ameisensäure, die nach allen Erkenntnissen der Chemiker nicht in das Wachs eingeht, sodass man also bei Mittelwänden aus eigenem Wachs die Garantie hat, dass hier keine chemischen Rückstände mehr im Wachs sind, die dann auch in den Honig eingehen könnten. Danke, Hartmut, für die interessanten Ausführungen zum Bienenwachs.